Moin Moin und hallo, hier ist Dirk von Pixelfehler Hamburg und heute zeige ich euch ein Golf-Tacho oder ein VW-Tacho, der ist baugleich mit vielen verschiedenen Fahrzeugen, also es sind viele verschiedene Fahrzeuge eingebaut. Im Tiguan zum Beispiel oder im Golf 5 oder im Caddy, was auch immer. Müsst ihr mal schauen. Es geht darum hier, das ist die Highline-Ausstattung. Es geht um das große Display. Es gibt den auch in der Midline-Ausstattung. Dann ist es das kleine Display, habe ich euch auch ein Video hinterlegt, wie das eingebaut wird. Also wichtig ist immer, dass ihr vorher einmal den Deckel öffnet. Das zeige ich euch einmal hier. Einmal hier ein bisschen aufhebeln. Ups. So, den auch. So, wichtig ist halt, dass ihr genau schaut, was habt ihr für ein Display verbaut, bevor ihr irgendwas bestellt, weil es gibt wirklich verschiedene Displays bei VW, verschiedene Hersteller. Es gibt das kleine, wie gesagt, mit dem Anschluss hier an der Seite. Ich zeige euch mal, das ist dann das kleine, das sieht so aus. Dann gibt es welche, die haben Anschluss links und rechts. Das hat jetzt den Anschluss rechts. Das Display sieht so aus. Und wichtig ist halt, dass ihr da vorher einmal drauf guckt, damit ihr auch wisst, was ihr bestellen sollt bei uns im Shop. So, ich zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. So, Power on und ja, man sieht fast gar nichts mehr, nur noch diese Streifen, hier ganz wenig Schrift, ist so gut wie nichts mehr zu lesen. Da tauschen wir jetzt das Display aus. So, und hier haben wir wieder diesen Stecker, diesen ZIF-Stecker, das ist einfach nur geklemmt. Dann muss man hier an der Seite die Lasche einmal hochziehen, andere Seite genauso. Dann öffnet sich das schon. Hier ist das Display ein bisschen geklemmt, da und hier auch. Und deswegen ziehen wir es von der Seite darüber, drücken es etwas rüber und dann kommt es auch schon nach oben hoch. Jetzt ist es ein bisschen fest. So, da haben wir es schon. So, nochmal kontrollieren, dass der Stecker hier auch auf ist, damit wir das neue da gleich gut reinstecken können. So, kurzer Vergleich. Das ist das Originale. Hier haben wir die neuen. Die passen auch mit Goldkontakten sogar. Also toller Kontrast. Sieht jetzt hier nur so aus, dass es ein bisschen verkratzt ist, aber es ist immer eine Folie drauf in den Displays. Bitte vorher abziehen. Also das kann weg. Dann ziehen wir jetzt die Folie ab. Die Rückseite hat auch eine Folie. So, drauf gucken, dass die Kontakte, wie man sieht, nach rechts zeigen, also das hier auch, und nicht so rum einbauen, sondern mit den Kontakten nach oben wird es dann hier hineingesteckt. So, hier genau gucken, dass es auch gerade reinkommt. Hier haben wir noch so zwei Nasen, da kann man mal ein bisschen nachdrücken, damit es auch gerade drin steckt. Also einmal vorsichtig hier ein bisschen nachschieben. Und dann auf die Verriegelung drücken. Mal abwechseln, das ist wie eine Wippe. Hier drückt man bei der einen Seite, geht die andere ein bisschen hoch. So, dann halte ich das jetzt fest. Hier auch noch mal nach. Okay, erstmal Kontrolle. Ja, wie man sieht, volle Anzeige jetzt. Jetzt drücke ich es ein bisschen hier gegen diese Federung und dann rutscht das auch rein. Okay. Einmal sauber putzen. Deckel drauf, ja, fast. Hier ist der Pfeil rausgefallen, der Blinkerpfeil. Das passiert häufiger mal, da liegt er.
Der wird einfach hier noch reingesetzt, tastet ein, fertig. So, Deckel gerade draufsetzen. Noch einmal gucken, ob auch alles funktioniert. Ja, wunderbar. Gut. Ja, so wird das Display getauscht, das große Highline-Display. Ersatzteilnummer ist bei uns im Shop PX 11076. Wie gesagt, das passt in mehrere. Wenn ihr euch das nicht zutraut, könnt ihr uns das natürlich gerne zuschicken oder probiert es gerne selbst aus, kauft das Display bei uns und viel Spaß beim Selbstmachen und gebt uns gerne ein Like oder abonniert unseren Kanal. Bis dahin, danke, ciao, Dirk von Pixelfehler Hamburg.